Moin Moin Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Zur Black Week gibt es bei Holy wieder sehr viele coole Aktionen. Unter anderem kommt eine neue Sorte raus, und zwar der Frosty Fox. Der hat den Geschmack von Eisbonbon. Das sollte man sehr gerne mal ausprobieren. Ansonsten kommen viele weitere Oldschool-Sorten wieder mit ins Sortiment, wie unter anderem Waldmeister oder Bubblegum Butterfly, der den Geschmack von Hubba Bubba hat. Ja, habe ich letztes Jahr zur Black Week auch schon sehr gefeiert. Gibt es wirklich nur exklusiv zur Black Week einmal im Jahr. Ansonsten das ganze Jahr über nicht verfügbar. Einer meiner Favorites auf jeden Fall. Des Weiteren gibt es bis zu 50% auf die Starter Deluxe Sets. Das heißt, für alle Leute, die das Ganze vielleicht mal ausprobieren wollten, jetzt ist auf jeden Fall definitiv der richtige Zeitpunkt, denn jetzt könnt ihr euch so viel sparen wie noch nie. Des Weiteren gibt es viele coole Giveaways und Gewinnspiele bei Holy. Es gibt unter anderem halt ein Feuerwehrauto zu gewinnen, umgebaut in einen Van, und ja, für jede 10 Euro zieht ihr quasi ein Los, ne? 20 Euro 2 Lose und so mehr und so weiter und so fort, und so höher ist halt die Chance, das halt eben zu gewinnen auf jeden Fall. Und mit dem Code DORZA5 spart ihr euch 5 Euro beim Einkauf, oder mit dem Code DORZA spart ihr euch 10% auf eure gesamte Bestellung, je nachdem, was für euch besser ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und viel Spaß beim Shoppen. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ich wollte mal mit euch den Zwischenstand beim Elevator durchgehen, nach 3 bzw. 4 Tagen, je nachdem auf welchen Server man spielt. Denn da gibt es doch die ein oder andere Überraschung, die ich euch mal nicht vorenthalten wollte. Und zwar fangen wir mal zuerst mal an auf F9. Auf dem Server geht das Ganze natürlich schon einen Tag länger. Das heißt, hier haben wir eigentlich auch einen Tag Vorsprung, sag ich mal, den anderen gegenüber. Natürlich endet das Ganze auch einen Tag früher als bei den anderen. Und ja, wir sind beim Elevator jetzt momentan bei 2,3 Millionen Hell-Tokens. Ja, das ist okay, sag ich mal. Und wir haben ja auch eine Gilde, die ja auch, sag ich mal, relativ gut performt, wo die Leute aktiv sind und die ja auch schon relativ weit oben ist mit dem Durchschnittslevel 638. Ja, natürlich gibt es auch Gilden, die deutlich höher sind als wir. Und zwar haben wir hier als Beispiel natürlich Horizon. Horizon ist natürlich eine Gilde, die deutlich stärker ist als wir natürlich. Ne? Wenn wir da jetzt einmal drauf gehen, hier, so, die haben ein Durchschnittslevel von 684. Das ist natürlich eine komplett andere Hausnummer, und dementsprechend sind die natürlich auch deutlich stärker als wir natürlich. Ne? Also Horizon ist ja generell auch weltweit gesehen wirklich einer der Top-Gilden überhaupt. Ja, wenn wir jetzt mal in die Gilden-Ehrenhalle schauen, sind die hier auf Platz 2 weltweit momentan gerade. Nur die Endgegner sind weiter vorne. Ja, und da merken wir uns jetzt einfach mal die Höllenmarken im Vergleich. Ja, und zwar haben wir hier Horizon mit 2,5 Millionen. Man bedenke aber, auf dem Server, wie gesagt, sind wir schon einen Tag früher dabei, beziehungsweise haben wir einen Tag länger Zeit gehabt, um zu spielen. Jetzt gehen wir auf F8, wo die Endgegner sind. Hier haben die F8-Leute einen Tag weniger Zeit gehabt als Horizon als Beispiel mit 2,5 Millionen. Und wenn wir jetzt hier einmal raufschauen, dann sehen wir, oha, crazy. Die Endgegner haben mit einem Tag weniger mittlerweile schon 4,5 Millionen Höllenmarken gesammelt. Und das ist natürlich wirklich extrem krass. Ja, also klar hätte man davon ausgehen können, dass die Endgegner auch gut dabei sind, weil das natürlich die stärkste Gilde der Welt so ist. Ne? Aber so ein großer Vorteil, und das mit einem Tag Rückstand sozusagen, ist schon heftig. Gods of Light auch sehr stark dabei. Und ja, hier auf dem Server, beziehungsweise die Gilde, jetzt muss ich mal auf Platz 1 hier, so, da haben wir ein Durchschnittslevel von 690, also auch sehr stark auf jeden Fall. Ne? Und das ist schon eine Überraschung, dass die halt eben, ja,
so extrem weit vorne sind, mit einem Tag Rückstand. Aber, meine lieben Freunde, wer gedacht hätte, dass die Endgegner, die stärkste Gilde der Welt, ja, auf Platz 1 momentan gerade ist, was die Höllenmarken angeht, der irrt sich, ja, denn wir haben tatsächlich auf dem Server F16, ja, auf dem Server F16 sind hauptsächlich Tschechen auf dem Server. Ja, wenn wir jetzt hier einmal in die Gildenrangliste gehen, dann sehen wir, Mirror of Time ist bei 4,8 Millionen Höllenmarken mittlerweile angelangt und das ist wirklich krank. Also das ist wirklich heftig, heftig, heftig. Mich hatte auf den Server der gute Tim aufmerksam gemacht, dass die Gilde hier momentan die Gilde ist, die auch am meisten Höllenmarken gesammelt hat. Und das hätte ich wirklich so in der Art und Weise nicht gedacht. Vor allen Dingen hat die Gilde hier einen Durchschnittslevel von 644. Ja. Endgegner haben 690er Durchschnittslevel und das ist natürlich krass auf jeden Fall. Woran liegt das? Womit hängt das zusammen? Nun ja, der gute Tim hatte mir auch gesagt, dass das wohl beim letzten Elevator auch so gewesen ist. Da hatte ich das nicht auf dem Schirm gehabt. Und zwar hatte beim letzten Elevator Mirror of Time auch die ersten paar Tage deutlich, deutlich geführt mit dem Abstand zu den Endgegnern. Aber nach den 10 Tagen hinten raus haben die Endgegner immer wieder es geschafft, Mirror of Time zu überholen. Das liegt natürlich, wie gesagt, daran, dass wir erstmal bei den Endgegnern ein deutlich höheres Durchschnittslevel haben. Das heißt, die Leute sind dort deutlich stärker wahrscheinlich als hier in dieser Gilde. Ich weiß nicht, wo Mirror of Time IHOF technisch steht. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall ist das die Platz 1 Gilde. Wo die in der IHOF steht, weiß ich nicht. Gucken wir gleich mal nach. Aber auf jeden Fall wird das Ganze damit zusammenhängen, dass wir in der Gilde Mirror of Time wahrscheinlich deutlich mehr Pilzer drin haben als bei den Endgegnern. Die Endgegner, das ist zwar die stärkste Gilde der Welt, aber ich gehe stark davon aus, dass es trotzdem eine sehr gemütliche Gilde ist, denn dort haben wir Spieler drin, die seit 10 bis 15 Jahren wirklich dieses Spiel jeden Tag gespielt haben. Das sind High-Level Endchars von die stärksten Chars der Welt, die sich da in der Gilde tummeln. Und die haben es natürlich jetzt nicht nötig, sag ich mal, mit so viel Spielerfahrung bzw. mit so starken Accounts so heftig an Pilzen in den Elevator reinzubuttern. Warum auch? Macht ja auch gar keinen Sinn. Bei Mirror of Time kann ich mir das vorstellen, dass die wahrscheinlich auch sehr viele starke Leute in der Gilde natürlich haben werden. Und hier ist aber halt eben das Ding, dass vielleicht hier mehr Leute dabei sind, die halt eben ein bisschen mehr gewillt sind, ja, Pilze hier drinne zu lassen, aber das halt eben nicht über die vollen 10 Tage, sondern halt eben wahrscheinlich nur so mehr zum Anfang. Und dadurch, dass die Endgegner ja die stärkere Gilde sind an sich, werden sie natürlich, wenn sie mit nicht so viel Pilzeinsatz spielen, langsamer, dafür aber konstanter nach oben schießen, als es zum Beispiel Mirror of Time tut. Mirror of Time wird wahrscheinlich sehr steil zum Anfang nach oben gehen, dann aber mit der Performance stark wieder nachlassen. Endgegner, gut, die bauen sich vielleicht so langsam, aber sicher einen Vorsprung auf, ja, und bauen den dann aber auch noch weiter aus. Ja, und das macht halt eben diese extremen Late-Game-Chars zu dem, was sie halt eben sind. Ausdauer, Konstanz. Und das schafft man dann halt eben auch, wenn man jahrelang hier bei dem Spiel am Start ist und halt eben nicht nur, sag ich mal, reinpilzt in das Game. Denn das ist auch nicht alles. Am Ende des Tages zählt halt hier halt wirklich die Ausdauer und die Konstanz über Jahre hinweg. Ja? Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum am Ende des Tages die Endgegner wahrscheinlich auch wieder dieses Mal Platz 1 werden und nicht Mirror of Time. Ja, mich hat mal interessiert, wo steht die Gilde denn jetzt eigentlich? Mirror of Time haben wir hier auf Platz 7. Ja, das ist sehr krass. Die sind sogar noch weit hinter unserer Gilde, wo mein Battlemage sich drin befindet. Ja, also da haben wir die Gilde tatsächlich schon irgendwie es geschafft zu überholen, obwohl wir F16 haben und wir halt erst F17 sind sozusagen. Ne? Also ja,
Ach nee, wir sind ja Rising Phoenix, lul. Nee, wir sind nicht Phoenix, sondern Rising Phoenix. Bei Phoenix bin ich gar nicht drin, ich bin bei Rising Phoenix drin. Sorry, das war mein Fehler, ja. Aber trotzdem, auch hier, wir haben hier einen F21-Server, der gegen einen F16-Server antritt, also ein paar Fusionen auf jeden Fall später als unsere Gilde hier mit Rising Phoenix. Hier ist mein Battlemage drin, ja, Verzeihung. Und ja, das ist halt eben so das Ding, ne? Mal gucken. Mirror of Time, gegen wen haben die gekämpft hier? Okay, gegen 7th Division Dreamers. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, das Ganze mal so zu beobachten. Wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen, denn ja, wie gesagt, für die Leute, die halt eben denken, okay, Endgegner, stärkste Gilde der Welt, die werden wahrscheinlich easy Platz 1 haben von den Held-Tokens her. Dem ist nicht ganz so. Mirror of Time ist hier wirklich vorne tatsächlich und das mal nicht mit so wenig. Wir haben hier 4,8 Millionen. Ne, was war das? Ich glaube 4, das wollte ich jetzt nicht. Zu 4,5. Ja, also es sind schon ein paar Punkte auf jeden Fall. Ne? Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze hier austragen wird, bis nach den 10 Tagen auf jeden Fall. Ne? Übrigens auch sehr interessante Gilde, wo ich hier drinne bin. Ich bin hier einfach dem Server gejoint, bin einer Gilde beigetreten, die, ja, wie soll ich sagen, die halt einfach offenen Gilden- oder Member-Beitritt hat, sozusagen, ja, also das habe ich einfach gemacht, um mal in der Gilde drin zu sein, um halt eben die Elevator-Platzierung angucken zu können. Und wir haben hier eine Gilde, die offenen Beitritt hatte und jetzt momentan auch, also die sind zu jeder Tageszeit online, wir haben es jetzt gerade 0:20 Uhr, die sind zu jeder Tageszeit online, haben alle circa das identisch selbe Level und das halt eben mit einer Gilde, die nur 15 Mitglieder hat von 50. Ja, das ist ziemlich sass hier das Ganze. Also ich glaube, bei den SF Dominator wird, glaube ich, nicht ganz offiziell gespielt. Hier gehe ich mal von aus. Also das ist wirklich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Die sind wirklich zu jeder Zeit online. Egal, wann man reinschaut, haben alle das identische Level so ungefähr. Ja, und in einer Gilde, die nur 15 Mitglieder hat, ist es sehr ungewöhnlich, dass diese Gilde eben, ja, die halt eigentlich von den Mitgliedern her inaktiv erscheint, jedes Mitglied immer online ist. Man sieht es ja jetzt auch gerade, auf jeden Fall. Ne? Deswegen ziemlich sassy, denn ja, das wollte ich auch nochmal so an der Stelle sagen. Das ist mir auch sehr aufgefallen, als ich hier in die Gilde reingejoint bin. Ja, aber das nur am Rande so ein bisschen. Ja, Freunde, mal gucken. Wir beobachten das Ganze, wie es aussehen wird mit den Elevator und wann auch die Endgegner es schaffen, Mirror of Time zu überholen. Ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Das war es aber erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.